Hallo, hier ist der Manfred von Page4 und im heutigen Video geht es um das Thema Seiten und Seiten anlegen in einer Page4-Webseite. Wir sind hier auf unserer Webseite, die wir benutzen für dieses Video und für den Lehrgang, und wir haben hier oben eine Navigation, und diese Navigation ist quasi der Spiegel der Seiten. Hier haben wir die Seite Reisen, hier haben wir die Seite Impressum und hier haben wir verschiedene Seiten, die noch leer sind, aber die schon in der Navigation erscheinen. Und eine neue Seite wird immer angelegt nach der aktiven Seite. Das heißt, wenn ich mich auf dieser Seite befinde, wird hier die neue Seite angelegt. Das möchten wir gerne. Du klickst hier links auf Seiten und dann hast du hier den Bereich Anlegen und klickst auf Anlegen einer Seite, vergibst einen Namen, wir haben hier mal Hochzeitsfotos, sagst OK und wählst Vorlagen aus. Nimm am besten die leere Vorlage, die hat dann eine leere Spalte und dann kannst du alles in Ruhe selbst gestalten. Das sieht dann so aus, wir haben jetzt hier eine leere Spalte, dann kannst du da Inhalte anlegen und bearbeiten und fertig. Okay, so schnell geht es also, eine Seite anzulegen. Wenn du eine Seite angelegt hast und sie verschieben möchtest, dann gehst du in die Seitenverwaltung, das ist bei Seiten und bei Verwaltung. Und du siehst jetzt, hier ist ein Hochzeitsfoto angelegt und das ist wie gesagt unter der aktiven Seite. Wenn du das möchtest, dass das woanders ist, hast du die Möglichkeit, dieses Menü zu benutzen. Du kannst Seiten in der gleichen Ebene nach oben schieben oder nach unten. Und du kannst Seiten einrücken nach rechts oder nach links. Hier geht das nur nach rechts, weil die ist schon ganz links. Wenn ich Hochzeitsfoto einrücke, dann wird das eine Unterseite von der Seite Tiere. Das kannst du auch mit der Maus machen. Du kannst einfach das anfassen und nach links schieben, nach oben schieben. Oder eben hier nach rechts und noch weiter nach rechts. Dann ist das Jahreszeiten Privates und da sind Hochzeitsfotos. Wenn du das dann schließt, dann sieht das so aus. Unter Jahreszeiten gibt es eine Seite Privates. Und da ist jetzt deine Seite Hochzeitsfotos. Also hier haben wir eine leere Seite und hier haben wir Hochzeitsfotos, was wir schon angelegt haben. Okay, du kannst mit der Maus jederzeit ein Menü aufrufen mit der rechten Maustaste. Du klickst auf die Navigation, rechte Maustaste. Und jetzt kannst du hier verschiedene Einstellungen vornehmen. Das kannst du auch in der Seitenverwaltung machen. Wir machen das mal hier, gehen auf den Bereich SEO. Und da siehst du diese Seite, die heißt nicht nur Hochzeitsfotos, sondern der Seitenname in der URL heißt auch Hochzeitsfotos. Und damit dein Link nachher deine Domain hat und dann Slash und dann Hochzeitsfotos.html. Das ist ganz wichtig. Du solltest darauf achten, dass es also immer passt und deine URL auch entsprechend aussagekräftig ist. Gut, damit haben wir eine neue Seite angelegt. Und jetzt haben wir in der Seitenverwaltung die Möglichkeit, die Seite zu verschieben. Das haben wir auch gemacht. Wir schieben das wieder nach vorne, dass es ganz vorne in der Seite ist. Und wir können die Seite jetzt auf Entwurf setzen. Das ist also eigentlich ganz wichtig. Wenn du die Seite auf Entwurf setzt, das ist dieses Menü hier, dann ist die Seite nach außen hin nicht sichtbar. Du kannst sie bearbeiten, aber niemand sieht die Inhalte. Das heißt, du solltest einfach eine Seite, nachdem sie angelegt hast, erstmal auf Entwurf setzen. Und dann kannst du sie entsprechend bearbeiten. Wenn ich das jetzt also schließe, stellst du fest, diese Seite Hochzeitsfotos hat eckige Klammern. Und das zeigt dir an, diese Seite ist auf Entwurf und unsichtbar für außenstehende Personen. Eine Seite, die runde Klammern hat, wie diese hier, ja, die ist sichtbar. Das heißt, wenn ich hier raufklicke und bei Einstellungen gehe, nein, Entschuldigung, doch, ja, dann siehst du, die ist zwar öffentlich sichtbar, aber sie ist nicht in der Navigation angezeigt. Der Sinn der Sache ist der, dass diese Seite eine Verlinkung bekommt, zum Beispiel im Footer, sodass du da deine Seiten, deine wichtigen Seiten verlinken kannst und die Navigation hier oben nicht zu lang wird. Jetzt haben wir ja schon 1, 2, 3, 4, 5, 6 Seitennamen, 6 Seiten, die hier oben sind. Das ist schon sehr viel, mehr sollten das eigentlich nicht werden. Also du kannst deine Seite auf Entwurf setzen, dann ist sie für niemand sichtbar. Du kannst sie in der Navigation ausblenden, dann ist sie nur für die Leute sichtbar, die den Link kennen. Ansonsten können sie den auch nicht aufrufen. Aber Google könnte die Seite scannen, wenn sie deine Seite besucht, und dann ist es immer schlecht, wenn du dann da Inhalte hast, die noch nicht fertig sind. Also am besten auf Entwurf setzen. Das kannst du, wie gesagt, über die rechte Maustaste machen. Das kannst du natürlich auch in der Verwaltung über diese entsprechenden Punkte machen. Also hier raufklicken und als Entwurf setzen. Und wenn du fertig bist, sagst du veröffentlichen und dann ist die Seite sichtbar. Und dann wird sie auch hier wieder schwarz
und das Entwurfssetzen wird sie so ausgegraut. Gut, damit hast du die Möglichkeit, du kannst Seiten anlegen und du kannst Seiten verschieben. Du kannst Seiten natürlich auch löschen, das kannst du selbstverständlich auch über dieses Menü machen. Du musst nur aufpassen, eine Seite, die du löscht, ja, wenn ich jetzt hier raufklicke, kann ich die Seite löschen, das ist Element löschen ganz unten, also Seite, Hochzeitsfoto, Element löschen. Das ist ganz unten und dann ist die Seite weg und die Inhalte sind auch weg. Wenn Zweifelsfalle, wenn du die Seite aus deiner Webseite verschieben willst, schiebst sie einfach in die Ablage. Hier haben wir eine Ablage, das sind alles Seiten, die nicht benutzt werden. Okay, ich mache da nicht schließen, nicht löschen. Damit weißt du jetzt alles über Seiten zum Anlegen. Du hast gesehen, das Menü ist sehr umfangreich und das werden wir in 1 oder 2 Videos noch zusätzlich erklären. Jetzt erstmal viel Spaß beim Anlegen von neuen Seiten und Erstellen von neuen Inhalten auf deiner Page4 Webseite. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.